Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im vergangenen Jahr wegen der höheren Kaufkraft der Verbraucher gesteigert. Er sei voraussichtlich um 2,7% im Vergleich zu 2023 gewachsen. Das teilte das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mit. Preisbereinigt fiel der Umsatzzuwachs mit 1,3% zwar nur etwa halb so deutlich aus. Allerdings ist dies das erste Plus nach zuvor 2 Minusjahren in Folge. Im Vergleich zu 2021, als die Einzelhändler die bisher höchsten Einnahmen seit Beginn dieser Statistik im Jahr 1994 erzielten, lag der reale Jahresumsatz voraussichtlich um 2,7% niedriger. Die krisengeschüttelte deutsche Industrie hat im November einen weiteren Rückschlag erlitten. Ihre Aufträge fielen um 5,4% geringer aus als im Vormonat. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet, nachdem es bereits im Oktober einen Rückgang von 1,5% gegeben hatte. Allerdings ist das Bild durch Großaufträge verzerrt. Werden diese ausgeklammert, wären die Bestellungen im November um 0,2% gewachsen. Und auch deswegen lässt sich der DAX heute davon nicht ausbremsen. Er legt zu. Zeitweise ging es über die Marke von 20.400 Punkten. Allerdings sehen wir jetzt gerade in den letzten Minuten doch eine etwas abwärts gerichtete Bewegung. Wir sind leicht ins Minus gerutscht. Die Aktien europäischer Windenergieunternehmen fallen heute stärker. Sie leiden unter anderem unter Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Trump hatte gestern Abend bei einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago unter anderem erklärt, er werde sich dafür einsetzen, dass während seiner zweiten Amtszeit keine Windkraftanlagen gebaut werden. Und so sehen wir heute eben die europäischen Windkraftaktien unter Druck. Wir sehen Siemens Energy mit einem Minus von 5,9%, Vestas mit einem Minus von 4,6% und Nordex mit einem Minus von 5,98%. Siemens Energy leidet zusätzlich darunter, dass man von Kepler Cheuvreux heruntergestuft worden ist. Und Trump bewegt zusätzlich auch andere Kurse. Die jüngsten Forderungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump an die NATO treiben die Aktien im Rüstungssektor an. Trump forderte gestern Abend, dass NATO-Mitgliedstaaten künftig mindestens 5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung investieren sollen. Die deutschen Rüstungsaktien legen deshalb deutlich zu. Rheinmetall ist mit einem Plus von 4,4% der größte Gewinner im DAX. Hensoldt mit 5,8% gefragt und der Panzergetriebehersteller Renk ebenfalls deutlich im Plus. Hier geht es sogar um 6% nach oben. Und zu dem, was wir vom Börsenjahr 2025 erwarten können, begrüße ich Christian Röhl, den Chefökonom von Scalable Capital. Herr Röhl, eins ist, glaube ich, sicher für dieses Jahr: Trump wird weiter die Kurse bewegen und die Anleger in Atem halten. Ja, wir können uns einstellen auf 4 Jahre Disruption. Und wir sehen das ja jetzt schon in dieser Sendung. 2 marktbewegende Nachrichten über Donald Trump. Und wenn wir bei jeder dieser Nachrichten, die in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren kommen, dann immer gleich unser ganzes Portfolio auf den Prüfstand stellen wollen, dann werden wir irre. Also da muss man sicherlich das Grundrauschen mal wegnehmen und sich auf die wirklich nachhaltigen Trends konzentrieren. Auch Trump wird ja keine Windkraftanlagen abschalten. Und das Thema Sicherheit, Verteidigung, Rüstung ist schon auf der Agenda und es wird wichtiger. Aber es sind halt nicht die einzigen Themen. Wir schauen genauso nach China, wo ja Aktieninvestoren immer darauf hoffen, dass jetzt da mal wieder der Aufschwung einsetzt, sehen aber parallel am Anleihemarkt genau gegenteilige Signale. Die Renditen der langfristigen Anleihen sinken deutlich, was ein Indiz dafür ist, dass diese These von der Deflationsspirale, von der Japanifizierung Chinas vielleicht doch valider sein könnte, als uns das lieb ist. Und dann haben wir natürlich in Europa auch ausreichend Probleme, insbesondere weil die beiden großen Länder Deutschland und Frankreich politisch nicht stabil sind und wirtschaftlich wanken. Mhm.
Die US-Börsen sind im letzten Jahr besonders gut gelaufen, vor allem die Tech-Werte, vor allem die großen Tech-Werte. Wir haben aber zum Beispiel gestern Abend an der Wall Street gesehen, dass die auch mal wieder schnell unter Druck kommen können. Was erwarten Sie denn für die US-Börsen in diesem Jahr? Naja, das war gestern Abend sicherlich symptomatisch, weil wir haben zwei Sachen gesehen. Also bei Nvidia war es nicht ganz so the next big thing, auf das man gehofft hatte. Dazu sind die Zinsen in den USA gestiegen. Wir sind mittlerweile bei den 10-Jährigen über dieser Marke von 4,5% bei der Rendite. Und da wird es für die Aktienbewertung allmählich kritisch. Aber wenn wir insgesamt diesen Markttreiber KI sehen, müssen wir konstatieren, die Unternehmen sind nach wie vor investitionswillig, sind investitionsbereit. Und das kann den Markt, wenn sonst alles halbwegs okay läuft, durchaus auch weiter treiben. Und KI und diese Investitionen, es ist nun mal einer der ganz großen Trends dieser Zeit. Der DAX in Deutschland hat im letzten Jahr 19% zugelegt. Er ist jetzt auch gut in dieses neue Börsenjahr gestartet. Was trauen Sie dem DAX in diesem Jahr zu? Naja, wir haben, was die Wahrnehmung des DAX angeht, ja immer so das Problem, dass deutsche Wirtschaft getrieben ist von der darbenden Autoindustrie, von der schmierigen Chemiekonjunktur, von den Problemen im Mittelstand. Aber der DAX wird halt zu über 50% von 6 Unternehmen getrieben, allen voran SAP, aber da ist auch eine Siemens, eine Allianz, Münchner Rück, Deutsche Telekom mit dem starken US-Geschäft, eine Airbus, die profitiert von der Schwäche Boeings. Und wenn man sich die Ausblicke dieser Unternehmen anschaut, dann ist auf der Gewinnseite da durchaus Wachstum noch möglich. Und warum sollte der DAX insgesamt nicht noch mal 10% zulegen können? Also ungefähr 22.000 bis zum Jahresende wären da locker drin. Das wäre jetzt kein Kursziel, aber es ist sicherlich bei deutschen Aktien auch im internationalen Vergleich die Bewertung zu berücksichtigen. Selbst wenn eine SAP da im Vergleich zu ihrem eigenen historischen Durchschnitt inzwischen nach oben ein bisschen abgehauen ist. Und wie sollte ein Anleger jetzt sein Depot ausrichten für dieses Jahr? Sollte er spezielle Themen setzen? Sollte er möglicherweise umbalancieren? Rebalancing ist ja immer wieder auch ein Stichwort. Was sollte man tun? Ja, also grundsätzlich sollte er mal an seiner Strategie festhalten. Wie Jack Bogle schon mal sagte, der größte Feind eines guten Plans ist der Traum vom perfekten Plan. Und gerade in so einer unsicheren Welt- und Wirtschaftslage mit so viel Disruptionspotenzial macht es ja Sinn, sich im Kern des Portfolios mal breit aufzustellen. Und wenn man da einen Schwerpunkt auf die USA, wo es eben wirtschaftsfreundlich läuft, einen Schwerpunkt auf Technologie hat, wie das bei den Weltportfolio-ETFs der Fall ist, ist das ja schon mal ein sehr guter und solider Kern, den man dann, wenn man möchte, nachjustieren kann. Der eine oder andere will vielleicht stärker den Value-Gedanken bevorzugen, will stärker noch auf Europa oder auf Japan, wo wir starke Aktivitäten von Investoren sehen, seitdem die sich mal ein bisschen mehr um Shareholder Value kümmern, nachjustieren. Oder man nimmt eben solche Themen dieser Zeit, die vielleicht in den großen Indizes anders als KI etwas unterentwickelt sind, wie zum Beispiel Rüstung oder, wenn wir es mal positiv auf die Chancen der grünen Transformation sehen wollen, Energie, grüne Energien, selbst wenn das ein Segment ist, das in den letzten Jahren sehr, sehr wenig Freude gemacht hat. Sagt Christian Röhl. Vielen Dank für die Einschätzungen hier bei uns im Studio.